Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise in Italien und befinde mich gerade in Como, am Comer See und möchte heute daran entlangfahren. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Eine Einschränkung gibt's, ich habe kein Fahrrad dabei. Und zwar ist mir gestern ca. 15 Kilometer vom Ziel der Schaltzug gerissen. Ich bin dann noch bis in mein Hotel gekommen, im 22. Gang und konnte keine Berge mehr hochfahren. Naja, jetzt war das natürlich ein Sonntag, heute ist Montag, da haben die meisten Fahrradgeschäfte zu. Bei einem war der Mechaniker nicht da, aber ich habe jetzt noch jemanden gefunden, der es mir machen will. Ich kann es in einer Stunde abholen, meinte er. Ich hoffe, das klappt. In der Zeit kann ich mir dann Como ein bisschen anschauen. Hauptattraktion ist natürlich der See und den kann man von hier aus mit Booten befahren. Man muss aber ganz schön lange anstehen, um ein Ticket zu bekommen. Das ist die Piazza Camillo Benso und die liegt direkt am See. Da wird aber gerade gebaut. Das ist die Piazza Alessandro Volta und da ist das Denkmal für ihn. Ich stehe jetzt hier am Dom von Como. Der Bau wurde 1396 begonnen und die Fassade, die wir eben gesehen haben, die wurde in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts beendet. Da hatte im Rest Italiens schon längst die Renaissance begonnen, aber Como lag mehr im Einfluss des Deutschen Reichs und deswegen sind dann noch gotische Elemente enthalten. Hier komme ich jetzt gerade an der Basilica San Fidele vorbei. Das sieht mir ziemlich romanisch aus. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Como scheint eine sehr schöne Stadt zu sein. Es lohnt sich auf jeden Fall mal herzukommen. Ich gehe jetzt zum Laden und gucke mal, wie weit er ist, ob er es hat reparieren können und dann melde ich mich wieder. Mein Fahrrad ist zurück, er konnte es reparieren. Er hatte sich selber so ein Spezialwerkzeug gebastelt, mit dem er das Ende des alten Kabels wieder rausfummeln konnte. Habe ich Glück gehabt, dass ich den gerade erwischt habe. Ja, super. Und jetzt geht es hier am See entlang weiter nach. Der Comer See ist ja so ein auf den Kopf gestelltes Y und ich fahre jetzt auf dem östlichen Ufer des westlichen Schenkels. Ich bin jetzt hier in Como und fahre hier an dem Ostufer entlang bis nach Bellagio und fahre dann mit dem Boot rüber nach Menaggio und hier in den Bergen habe ich mir ein Hotel gebucht für heute Abend. Und morgen fahre ich dann noch das Stück nach Lugano und dann nehme ich dann den Zug nach Hause. Es ist inzwischen 12:30, ich bin immer noch in Como, aber ich habe es heute auch nicht eilig. Ich brauche ja bloß bis nach Menaggio, das sind ungefähr 30 Kilometer. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 15. Mai 2023. Es ist sonnig und es soll heute 24 Grad warm werden. So warm wie auf meiner ganzen bisherigen Italienreise noch nicht. Jetzt musste ich aber wieder ganz zurück in die Stadt, weil ich auf die Uferstraße kommen muss und die liegt oberhalb vom See. Ich habe jetzt die Uferstraße gefunden, glaube ich. Es ging natürlich erstmal bergauf. Hat man einen schönen Blick auf den See. Ja, wunderschön hier. Es geht hier direkt an den steilen Bergen entlang. Rechts die Hänge, links geht es runter zum Wasser. Und hier kommt jetzt eine Galerie, mit der ich gar nicht gerechnet habe. Ja, die war lang. Leider war die alte Straße, die da dran vorbeiführte, gesperrt. Deswegen musste ich durchfahren. Ich bin diese Strecke schon mal gefahren, und zwar am 15. August 1989, weiß ich noch so genau, weil das Ferragosto war, die Maria Himmelfahrt. Es war ein total heißer Tag. Wir sind dann von Como aus mit dem Zug nach Mailand gefahren
Und als wir da ausgestiegen sind, war das wie vor eine Wand laufen. So heiß und feucht war das. Es war der letzte Abschnitt meiner ersten Alpenüberquerung. Bin ich von Karlsruhe nach Como mit dem Rennrad gefahren. Damals bin ich über den Splügenpass gefahren, von Chur aus. Und dann die Via Mala hoch, an der Rheinquelle vorbei. Und dann kommt man hier am Comer See raus. Das war sagenhaft. Das war dann der letzte Abschnitt hier meiner Reise. Ja, und ich bin extra von Menaggio nach Bellagio übergesetzt, weil das hier die verkehrsärmere Straße ist. Aber das scheint sich ein bisschen geändert zu haben. Hier ist der Teufel los. Jetzt komme ich nach Torno. Ich hoffe, da gibt es mal einen Aussichtspunkt oder ähnliches. Oh, der nächste Tunnel, aber wahrscheinlich kann man da jetzt mal dran vorbeifahren. Ich gucke mal auf die Karte. Ist als Sackgasse ausgezeichnet, aber vielleicht kommt man mit dem Fahrrad durch. Ich habe wirklich keine Lust, da durch diese Tunnel zu fahren. Die waren früher auch nicht da. Und das ist jetzt wohl auch der Grund, warum es mehr Verkehr gibt. Wunderschön hier. Ja, hier gibt es auch einen kleinen Tunnel. Aber nicht so lang wie der andere. Es ist auch immer so furchtbar laut in diesen großen Tunneln. Also der Mittelstreifen ist meist gerippt. Und wenn die dann da drüber fahren, dann macht das einen furchtbaren Krach. Jetzt habe ich mal endlich einen Platz gefunden, wo ich mal ein bisschen aufs Wasser filmen kann und auf die Berge. So, jetzt habe ich auch mal einen unverbauten Blick hier. Und da macht der See einen Knick, beziehungsweise dieser eine Arm des auf dem Kopf stehenden Ys. Ja, und es geht hier noch munter bergan. Ist schon toll, wie sich dieser See hier durch das Tal windet, und eingerahmt von den hohen Bergen. Das ist erst ein ganz kleines Stück von dem See, das ich bis jetzt gefahren bin. Ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass es hier so auf und ab geht. Ich hatte das in Erinnerung als eine relativ ebene Straße unten am See entlang. So täuscht einen das Gedächtnis. Das ist jetzt der Blick zurück. Como kann man jetzt von hier aber nicht sehen. Und hier fliegen Wasserflugzeuge herum. Das würde ich auch gerne mal machen. Das ist fast so wie an der Amalfiküste hier. Die Busse nehmen die ganze Straße ein. Man kommt kaum dran vorbei. Da habe ich ja mal richtig Glück mit dem Wetter hier an dieser schönen Strecke. Morgen wird es wieder anders, aber da fahre ich dann auch nicht mehr so weit. Kirchturmuhr sagt 2:15, kann mir also Zeit lassen. Das war ein Wasserfall und ich hatte sehr große Angst, dass ich die Kamera da runterschmeiße. Jetzt habe ich eine kleine Pause gemacht, habe was gegessen und habe dabei mal auf das Wetterradar geguckt, weil jetzt plötzlich so viele Wolken auftauchen. Das musste ich feststellen. Es könnte heute Nachmittag noch regnen. Oben in St. Moritz schneit es sogar im Moment. Es ist echt wie verhext auf dieser Tour. Aber wir warten es mal ab. Vielleicht wird es ja nicht so schlimm. So, jetzt sehe ich auch Schnee. Wow. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich mit dem Zug jetzt nach Hause fahre und nicht über die Berge, weil die Pässe, glaube ich, noch gar nicht alle auf sind. Ja, das ist doch mal ein Ausblick. Aber da rechts kann man schon sehen, dass da irgendwas über die Berge kommt. Ja, die türmen sich da richtig auf, die Wolken, und unten sind sie dunkel. Kein so gutes Zeichen, aber Bellagio ist jetzt auch nicht so weit mehr. Und dann setze ich über nach Menaggio. Und
Da ist dann auch irgendwo mein Hotel. Aber wieder ein Stückchen hoch. Jetzt wird es hier nochmal richtig wild. Eine ganz unbebaute Küste hier. Und oh, hier ist mir mal ein Aussichtspunkt. Jetzt hatte sich gerade die Kamera verklemmt, als ich die da rausmachen wollte. Und dann ist sie mit einem Schuss nach vorne gegangen. Ich konnte sie gerade noch aufhalten. Sonst wäre es hier runtergegangen. Ganz unbebaut ist die Küste hier nicht. Das ist ja mal eine Lage hier mit eigenem Steg. Ja, aber da ist es wohl zu steil. Da haben wir einen ganz tollen Blick den See rauf. Jetzt geht es hier nochmal hoch. Meine Beine machen mir immer deutlicher, dass sie jetzt eigentlich keine Berge mehr fahren wollen. Auch mein Fahrrad ächzt. Brauchen alle mal Ruhe. Es wird, glaube ich, jetzt auch Zeit, nach Hause zu fahren. Und für die nächste Tour habe ich allen versprochen, dass es da nicht so viele und nicht so hohe Berge gibt. Dafür wird es da dann aber noch mehr regnen. Aber das sind wir ja gewohnt. Und wenn man sich darauf einstellt, ist es auch nicht so schlimm. Ich bin ja jetzt auch gut ausgerüstet. Ich bin jetzt in Bellagio angekommen und von hier aus legen die Boote ab nach Menaggio. Da drüben müsste Trimezzo liegen und da irgendwo Menaggio, da in die Richtung, in die das Boot fährt. Jetzt gucke ich mal, wann die Boote fahren und ob ich ein Billett bekommen kann. Dann setze ich mich vielleicht noch hin und trinke noch einen Kaffee oder sowas. Es ist jetzt 3:30 und das nächste Boot nach Menaggio geht um 3:10. Das werde ich dann auch nehmen und mache dann lieber in Menaggio eine Pause. Das Boot fährt wohl erst nach Riva Grande und dann rüber auf die andere Seite nach Menaggio. Das ist jetzt die Spitze der Halbinsel, auf der Bellagio liegt. Da kann man jetzt in den anderen Schenkel des auf dem Kopf stehenden Ys schauen. Ja, und da über den Bergen braut sich was zusammen. Die Berge sind auch sehr steil rundum und da geht hier natürlich die Düse durchs Tal. Ich finde diese Gärten mit diesen Palmen und den ganzen südlichen Gewächsen so schön. So, jetzt fahren wir auf Menaggio zu und das Wetter wird ein bisschen ungemütlicher. Aber da sieht es noch gut aus. Jetzt kommen wir nach Menaggio und da oben irgendwo muss mein Hotel liegen. Ja, das da hinter mir ist das Boot, mit dem ich jetzt gefahren bin. Es ist inzwischen 4:30. Später als ich gedacht hätte, aber eigentlich ganz gut in der Zeit. Jetzt schaue ich mir noch ein bisschen Menaggio an und dann gehe ich zu meinem Hotel, dem Berg hoch. Hier nochmal der Blick zurück, da das Boot, mit dem ich gekommen bin und da drüben Bellagio auf der Halbinsel. Ja, das ist Menaggio. Und hier gibt es nicht nur eine, sondern gleich 2 Kirchen. Es ist inzwischen fast 5 Uhr und jetzt beginnt der Aufstieg zum Hotel. Das habe ich nicht so ganz geschickt ausgesucht.
Aber es hat mich gereizt, dass man von da aus einen Blick auf den See hat. Jetzt wollte ich doch mal gucken, wie das so ist. Ja, hier hat Google mich hingeschickt. Ja, kriegen wir ein bisschen Steigung auf kurzer Distanz weg. Oh, das wäre geschafft. Jetzt geht es richtig zur Sache hier. 5 Kilometer lang. Ja, laut Karte geht es da irgendwo lang. Jetzt bin ich schon ganz schön hoch. Aber es geht noch viel, viel höher. Wieder ein Stückchen höher, aber immer noch nicht oben. Ja, ab und zu fallen mal ein paar Tropfen, wo jetzt hier direkt über mir keine böse Wolke ist. Aber hinterm Berg lauern sie. Ja, da habe ich nicht genau auf die Karte geguckt, wie immer, als ich das Hotel gebucht habe. Ja. Aber wunderschön ist es hier. Hier wäre ich natürlich nie raufgekommen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Aber jetzt fallen leider dickere Tropfen. Ach, immer auf den letzten Meter. Das ist wie verhext. Na Logo. Das ist jetzt Logo. Und ich bin inzwischen auf 487 Meter hochgeradelt. Ich bin immer noch nicht oben. Es fehlen noch 3 Kehren. Ja, so hoch bin ich jetzt vom See aus gefahren. Da unten fährt die Fähre. Wunderschön. Die letzten sind natürlich immer die steilsten, weil die Ingenieure dann merken, sie haben sich verrechnet. Dann müssen sie die Straße noch ein bisschen steiler machen, damit sie dann noch da ankommen, wo sie hin wollten. Die letzte Kehre. Da unten liegt Logo, da bin ich ja gerade durchgekommen. Hier sind die ganzen Kehren, die ich hier so hochgekommen bin. Und da unten liegt der Comer See, leicht im Dunst. Das Hotel liegt jetzt im nächsten Ort und ich habe die ersten Häuser schon gesehen, meine ich. Es hat sich auf jeden Fall schon mal für diesen Blick gelohnt. Ich hoffe, das Hotel ist dann auch so, wie es die Bewertungen versprochen haben. So, das müsste jetzt schon Ligumena sein. Da muss es irgendwo auf der rechten Seite liegen. Was für gente. Ja, das ist der Blick vom Hotel auf den See. Ja, geschafft. Ich habe mein Zimmer bezogen. Und im Badezimmer gibt es eine Sitzbadewanne. Ja, und aus dem Fenster sehe ich die Berge und den Ort. Für Seeblick hätte ich wahrscheinlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Das war ein wunderschöner Tag. Zuerst dieser nette Mensch, der mir mein Fahrrad repariert hat. Dann die tolle Fahrt am See entlang und dann das Übersetzen mit dem Boot von Bellagio nach Menaggio. Und das Wetter hat mitgespielt und dann gab es noch diese Fahrt den Berg hier rauf mit diesen tollen Aussichten. Und morgen fahre ich dann weiter Richtung Lugano. Das ist dann die letzte Etappe meiner Italienreise. Und wenn du wissen willst, was ich da dann alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt: Ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!